Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Future Hamburg Talks. Mein Name ist Marilena Behrens und ich begrüße heute bei mir auf dem Sofa ganz herzlich Erik Diekmann vom Gasnetz Hamburg. Hallo. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Gas ist ja gerade, vor allem seit dem Ukraine-Krieg, ein sehr, sehr heiß diskutiertes Thema und Stichwort auch Abhängigkeit von Putin. Wie sieht es momentan bei euch die Situation aus? Wir haben bereits im Februar diesen Jahres ein Gremium gegründet innerhalb des Unternehmens mit Experten aus den verschiedenen Bereichen und die haben Vorbereitungen getroffen, um jetzt auf eine eventuelle Gasmangellage vorbereitet zu sein. Also habt ihr quasi Strategien oder ihr seid dabei, Strategien zu entwickeln, um euch von dieser Abhängigkeit, die natürlich auch, muss man ja sagen, länger im Prinzip versäumt wurde, nachhaltig zu beheben, jetzt dafür Lösungen zu finden. Genau. Also wir gehen nicht davon aus, dass es in diesem Jahr oder auch in dieser Heizperiode, wovor auch viele Bürgerinnen und Verbraucher Angst haben, zu einer Gasmangellage kommen wird. Da gibt es verschiedene Dinge, die uns da positiv stimmen. Zum einen hat die Bundesnetzagentur jetzt auch vor kurzem veröffentlicht, dass die Speicher zu über 90% gefüllt sind. Gas kann man in auch sehr großen Speichern unterbringen und uns damit durch die Heizperiode bringen. Dann gibt es noch weitere Sachen, die uns positiv stimmen. Stichwort LNG-Terminals. Die ersten 3 LNG-Terminals sind jetzt gerade auch schon in Bau. Das wird uns zukünftig unabhängiger machen von den russischen Gasimporten. Ein kleiner, aber auch nicht zu vernachlässigender Lichtblick ist auch, dass Frankreich uns zugesichert hat, Gas nach Deutschland zu exportieren. Und auch wir können täglich dabei mithelfen, unabhängiger von dem Gas aus Russland zu werden. Wir sehen das tatsächlich jetzt schon in unseren Verbräuchen, dass gegenüber den Jahren 2020 und 2021 die Verbräuche zu den Vergleichszeiträumen um knappe 30% zurückgehen. Und das hat natürlich auch den positiven Nebeneffekt, wir schonen unseren Geldbeutel und gleichzeitig auch noch das Klima und werden unabhängiger von den russischen Energieimporten. Ja. Das heißt, du sparst auch oder versuchst auch gerade Energie aktiv zu sparen, oder? Genau, also die Heizung ist noch nicht an und man probiert natürlich und ist nochmal sensibilisierter, Energie auch einzusparen, da wo sie nicht notwendig verbraucht werden muss. Du hast gerade eben schon das Stichwort LNG angesprochen. Dazu kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Ein sehr, sehr spannendes Thema und auch wichtig. Vorher würde ich gerne aber noch mal einmal überhaupt eine allgemeine Frage stellen hinsichtlich des Energiemixes der Zukunft. Und was denkst du, welche Rolle spielt denn auch beim Stichwort erneuerbare Energien überhaupt Gas bei dieser Zukunftsausrichtung? Ja, um da vielleicht nochmal auszuholen, also wir sehen es jetzt aktuell in Hamburg so, dass wir als Gasnetz Hamburg circa 21 Terawattstunden Gas durch unser Netz transportieren pro Jahr. Hinzu kommen noch unsere beiden Schwesterunternehmen, das Stromnetz Hamburg mit 12 Terawattstunden und auch die Wärme Hamburg bzw. jetzt Hamburger Energiewerke mit jährlich circa 4 Terawattstunden Energiemenge. Man sieht anhand der Größenordnungen schon, dass Gas gar nicht so leicht zu ersetzen ist. Mit unseren 21 Terawattstunden haben wir die größte Energiemenge in Hamburg, die wir durch unser Netz transportieren. Dann kommt noch hinzu, dass vor allem die Industrie, und da haben wir in Hamburg wirklich auch große Player, die auch sehr energieintensive Prozesse haben. Und um denen eine Möglichkeit zu geben, wird es auch weiterhin Gas benötigen. Nicht jeder Prozess kann durch Strom ersetzt werden, weil dort auch Energiedichten erzielt werden müssen, die man mit Strom einfach nicht erzielen kann. Und darum denken wir als Gasnetz Hamburg, dass die Rolle von Erdgas vermutlich immer weniger oder immer kleiner werden wird. Diese Lücke im Energiemix, die dann aber entsteht, werden wir durch grüne Gase ersetzen können. Und das sind vor allem Biomethan als auch Wasserstoff.
Genau, dann lass uns doch gerne konkret werden, denn für die Metropolregion Hamburg spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Auch Hamburg möchte als Metropolregion und als Stadt klimaneutral werden. Und welche Schritte leitet das Gasnetz Hamburg aktuell ein und welche Pläne gibt es da für die Zukunft, um eben klimafreundlicher zu werden? Ja, wir haben uns vor allem seit dem Jahr 2018, seitdem die Gesellschaft auch wieder in der städtischen Hand ist, sehr viel damit beschäftigt, wie können wir klimafreundlicher werden, wie können wir auch einen positiven Beitrag für Hamburg leisten. Wir sind in dem Zuge auch Umweltpartner der Stadt Hamburg geworden und damit haben wir uns auch verpflichtet, jährlich Maßnahmen erstmal einzuleiten und auch dementsprechend umzusetzen, um als Unternehmen klimafreundlicher zu werden. Was sind das für Maßnahmen, die ihr da einleitet? Du hast eben schon ein paar angesprochen, Methan, Biogas. Ja, wir haben zunächst erstmal an unserem eigenen Standort angefangen, beziehungsweise an den Standorten in Tiefstark und Altona, haben dort geschaut, wie können wir Energieverbrauch einsparen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Lichtsteuerung, die Heizungssteuerung, die haben wir erstmal modernisiert und haben damit schon mal einen ersten Schritt Richtung Klimafreundlichkeit gemacht. Also erstmal intern in den Werken selbst. Genau. Aber auch im Netzbetrieb haben wir jetzt eine sehr wirkungsvolle Maßnahme umgesetzt. Vielleicht einmal ganz kurz zum Hintergrund. Wir übernehmen von den überregionalen Fernleitungsnetzbetreibern das Gas in sogenannten Gasübernahmestationen. Was passiert dort? Wir senken den Druck nochmal ab und das Gas wird dabei sehr kalt. Um es trotzdem sicher transportieren zu können in unserem Netz, müssen wir das Erdgas vorwärmen, damit wir es dann mit einer entsprechenden Temperatur im Netz weiter transportieren können. Da wurde intern dann die Ausgangstemperatur mittlerweile so austariert, dass es für den Betrieb immer noch auskömmlich ist, aber wir keinen unnötigen Gasverbrauch für diese Vorwärmung benötigen. Und dann gibt es noch viele weitere kleine Maßnahmen, die wir umsetzen, zum Beispiel die Förderung zum Beispiel für die Mitarbeiter, mit dem ÖPNV oder dem Jobrad ins Unternehmen kommen zu können. Es gibt einfach man kann auch weitermachen bei der Kantine, wo wir auf regionale Produkte setzen. Wir sind da ideenoffen und unseren größten Input wird vermutlich unser neues Wasserstoffnetz HH Win machen. Da sehen wir echt großes Potenzial, klimafreundlicher zu werden. Genau, darauf wollte ich nämlich auch gerade zu sprechen kommen, wo du HH Win erwähnst. Ihr wartet ja nämlich gerade auf eine Förderung von EU, Bund und Ländern für das Projekt IPCEI, Hydrogen IPCEI. Kannst du uns dazu noch mehr erzählen, weil ein Teil davon ist ja eben das Projekt HH Win. Genau, also wir planen ein reines Wasserstoffnetz in Hamburg zu bauen. Die Abkürzung HH Win steht für Hamburger Wasserstoffindustrienetz und das beschreibt auch schon ganz gut, was wir dort vorhaben. Wir haben in diesem Jahr Fördermittel beantragt bei der EU im Rahmen des IPCEI-Programms. Das ist ein Programm, wo Projekte gefördert werden, die ein europäisches Interesse hervorrufen. Genau. Und dann gab es ein IPCEI für Wasserstoffthemen und damit haben wir uns mit unserem HH Win-Projekt beworben. IPCEI ist das Förderungsprogramm, richtig? Genau, ja. das ist die Abkürzung für das Förderungsprogramm. Und die Fördermittel werden zu 70% vom Bund finanziert und zu 30% von der Stadt Hamburg. Was haben wir genau vor mit HH Win? Wir bauen ein Startnetz, das hat eine Länge von 40 Kilometern und verbindet eine Gasübernahmestation im Süden Hamburgs mit dem Hafengebiet. Wir kommen zunächst in Moorburg an, das ist ein derzeitiger Kraftwerksstandort und dort steht auch in Zukunft noch eine Elektrolyse von den Hamburger Energiewerken, die dann noch in unser Netz einspeisen können.
Und aufgrund des Standorts ist es natürlich auch perfekt, dass wir auch Seeimporte aufnehmen könnten in unser Wasserstoffnetz. Und mit dem Wasserstoffnetz, das im ersten Step erstmal 40 Kilometer lang ist, wollen wir dann Industriekunden im Hafen versorgen, um denen auch die Möglichkeit zu geben, ihre Prozesse zu dekarbonisieren, also unabhängig werden von Erdgas. Und inwiefern würdest du sagen, profitieren vielleicht auch BürgerInnen und Unternehmen von diesem neuen Wasserstoffnetzwerk, was ihr ausbaut? Wir starten jetzt erstmal mit den 40 Kilometern und dieses Netz können wir dann nach und nach auch weiter ausbauen. Zum Beispiel ist es so, dass zurzeit in Hamburg die H2-Expo läuft und unser Geschäftsführer Michael Dammann hat dort heute auch Erweiterungscluster von diesem Netz vorgestellt. Wir wollen natürlich nicht nur im Hafengebiet bleiben. Wir wollen vielen Industriekunden in Hamburg die Möglichkeit bieten, sich an das Wasserstoffnetz anschließen zu können und auch denen damit eine Möglichkeit zu bieten, klimaneutral zu werden. Und die Bürger können insofern davon profitieren, dass wir natürlich auch den Industriestandort Hamburg damit stärken. Und ich jetzt zum Beispiel als Bürgerin, die eine Gasheizung zu Hause hat, also am Gasnetz angeschlossen ist, habe ich auch irgendwann die Möglichkeit, dann tatsächlich mit Wasserstoff das Erdgas zu ersetzen? Möglich ist das auf jeden Fall. Wir haben auch jetzt schon erste Projekte initiiert, wo wir es testen in kleineren Pilotgebieten, ob es möglich ist, auch Haushaltskunden, deren Heizung mit reinem Wasserstoff zu versorgen, um auch vorbereitet zu sein, wenn Wasserstoff eine zunehmende Rolle auch im Haushaltskundensegment spielen wird. Noch einmal auch zum Abschluss vielleicht noch zu dem Unternehmen und den Chancen, weil Hamburg ist ja ein wichtiger Standort. Einmal eben, hast du schon erwähnt, für Wasserstoff, aber auch grundsätzlich, Hamburg ist die Nachhaltigkeitshauptstadt Europas, wissen vielleicht auch nicht alle. Was gibt es denn für Möglichkeiten, vielleicht auch für Unternehmen, für Start-ups aus der Metropolregion, aber auch aus anderen Regionen, um mit euch zu kooperieren? Wir sind grundsätzlich sehr offen dafür, auch mit Partnern aus der Wissenschaft und Start-ups zu kooperieren. Die Transformation des Energiesystems wird vor allem auch durch Digitalisierung geprägt sein. Wir sind sehr interessiert, neue Technologien auch kennenzulernen und diese dann auch in unserem Netz zu testen und gegebenenfalls dann auch dauerhaft einzusetzen. Wir haben zum Beispiel mit der HAW hier in Hamburg und Enercity, HAW ist die Uni, für alle, die es nicht wissen. Genau, ein Projekt umgesetzt, in dem wir getestet haben, ein Blockheizkraftwerk mit bis zu 30% Wasserstoff auch zu versorgen. Also dem Erdgas, was dort grundsätzlich eingesetzt wird, haben wir noch 30% Wasserstoff beigemischt und versucht herauszufinden, wie die Geräte innerhalb des Hauses bei den Endkunden darauf reagieren, ob es da Probleme gibt oder Umstellungen notwendig sind. Dann haben wir auch noch ein ganz interessantes Projekt mit der Helmut-Schmidt-Universität initiiert. Dort prüfen wir mit reversiblen Brennstoffzellen. Vielleicht einmal kurz zur Erklärung. Wir können damit sowohl Wasserstoff produzieren, als ihn dann auch wieder verstromen. Das ist besonders wichtig für beispielsweise Betriebshöfe von elektrischen Bussen. Also wenn tatsächlich dort mal ein Stromausfall war oder auch das Netz zusammengebrochen ist, könnten wir im Krisenfall diesen Wasserstoff rückverstromen über die Brennstoffzelle und somit den Betriebshof langsam wieder in Betrieb nehmen. Das sind erstmal so 2 ausgewählte Projekte. Und wie du gerade schon angesprochen hattest, bezüglich der Haushaltskunden, auch da haben wir ein Pilotgebiet schon identifiziert, in dem wir auch die 100%ige Wasserstoffversorgung prüfen wollen und schauen wollen, was dort alles noch für Vorbereitungen zu treffen sind, auch in unserem Netz, um das gegebenenfalls dann auch dauerhaft umzusetzen.
Das sind doch sehr spannende und zukunftsreiche Aussichten für die Stadt- und Metropolregion Hamburg. Ich danke dir sehr, Erik, für diesen Einblick in deine Arbeit, in eure Arbeit beim Gasnetz Hamburg. Und ich danke auch euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Hoffe, dass ihr etwas für euch mitnehmen konntet. Und sage für heute auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.